Hallo liebe Freunde und Gäste meines Kanals. Nach mehr als 2 Jahren Pause habe ich mich entschieden, zu YouTube zu gehen, allerdings aus einem anderen Land und in einer anderen Sprache. Seit 2 Jahren und 4 Monaten lebe ich in Deutschland. Ich habe beschlossen, meine Videos auf Deutsch zu machen, um die Sprache schneller zu lernen. Natürlich werde ich viele Fehler machen und mit starkem Akzent sprechen, aber ich bin sicher, dass ihr Geduld und Verständnis für mich haben werdet. Denn eine neue Sprache von Grund auf zu lernen ist sehr schwierig. Ich habe vor, in diesem Land zu bleiben, um bei dem Menschen zu sein, den ich liebe, bei meinem Mann. Übrigens war er früher einer von euch. Zuerst schaute er sich die Videos meines Vaters und meines Bruders an, aber eines Tages abonnierte er auch meinen Kanal. Nachdem meine Familie und ich die groß angelegte Invasion russischer Truppen in mein Land erlebt hatten und nach 6 Monaten voller Raketen und Bomben, die von Russland aus befeuert wurden, nahm mich Thorsten, so heißt mein Mann, gemeinsam mit meinen Kindern mit nach Deutschland. Er hat alles dafür getan, dass ich wieder glücklich bin und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die mir und meiner Familie seit Kriegsbeginn moralische, materielle und praktische Hilfe geleistet haben. Ich war wirklich sehr überrascht, wie viele Menschen auf der ganzen Welt auf meinen Hilferuf reagiert haben. Ich habe erkannt, dass es so viele Menschen mit einem guten und reinen Herzen gibt. Danke an alle, die der ukrainischen Bevölkerung geholfen haben oder weiterhin helfen. In den letzten 2 Jahren in Deutschland habe ich mich auf meine Anpassung und Integration in die neue Gesellschaft konzentriert. Ich habe meinen Kindern geholfen, sich an das neue Leben, die Kultur und die neue Schule mit ihren Regeln zu gewöhnen. Ich selbst habe Integrationskurse besucht, in denen ich grundlegende Deutschkenntnisse erworben sowie die Geschichte und Politik dieses Landes kennengelernt habe. Letzten Herbst habe ich alle Prüfungen erfolgreich bestanden und meine Zertifikate erhalten. Danach habe ich ein Geschäft für den Verkauf von Holzprodukten angemeldet, die von meiner Familie in unserer familiären Tischlerei hergestellt werden. In Deutschland haben wir auch eine kleine Werkstatt, in der mein Mann und ich gelegentlich verschiedene Produkte anfertigen. Das ist unser gemeinsames Hobby und genau dieses Hobby hat uns noch enge zusammengeschweißt. In dieser Werkstatt werde ich auch meine neuen Videos für euch drehen. Ich möchte mich noch einmal bei euch allen bedanken dafür, dass ihr früher schon an meiner Seite wart und mich auch jetzt weiterhin begleitet. In den nächsten Videos werde ich euch meine Spülkabine für das Lackieren von Holzprodukten, das Luftreinigungssystem und die Werkzeuge zeigen, die ich für das Lackieren benutze. Außerdem werde ich in einem der Videos ein Modell einer Schusswaffe aus Holz anfertigen. Und jetzt möchte ich euch einen angenehmen Aufenthalt und gute Laune wünschen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt und ihr mir ein Like gebt. Bis bald!